Dass sich innerhalb des letzten Jahres Diagnosen zu Krankheitsbildern wie der inadäquaten Sinustachykardie erhalten habe, von denen man so gut wie nichts über die Ursachen weiß, hat mir zu denken gegeben. Wie kann das eigentlich sein? Excuse me, wir haben 2025. Dabei bin ich auf den großen blinden Fleck in der Medizin gestoßen. Frauen. Ja genau, die Menschen, welche die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen. Warum wir immer noch zu wenig über die Frauengesundheit wissen und welche Folgen dieser sogenannte medizinische Gender Gap hat, erfahrt ihr hier. Bevor wir in das Thema einsteigen, ist mir noch wichtig zu erwähnen, wenn wir über den Gender Health Gap sprechen, geht es nicht darum, Schuldige zu suchen. Auch nicht bei Männern, die heutzutage zum Teil auch unterversorgt sind. Mehr dazu am Ende des Videos. Der Gender Health Gap bezieht sich auf Ungleichheiten in der Gesundheitsversorgung und Forschung zwischen Männern und Frauen. Historisch gesehen wurde die Medizin jahrhundertelang fast ausschließlich aus männlicher Perspektive betrieben. Der männliche Körper wurde zum Maß aller Dinge gemacht. Und das bis ins 20. Jahrhundert. Kein Scherz. Schon in der Antike galten Frauenkörper als unvollständige Versionen des männlichen Körpers. Der griechische Urvater wissenschaftlicher Medizin, Hippokrates, betrachtete die Frau als eine Art verkehren Mann. Biologisch schwächer, emotional instabil, medizinisch nicht so relevant. Er definierte die Frau als wandelnde Gebärmaschine und führte jegliche Krankheiten auf eine unausgelastete Gebärmutter zurück. Sie führe ein Eigenleben und sei ständig auf der Suche nach einer Schwangerschaft. Diese Vorstellung von antiken Mythen über schwache, vom Uterus gesteuerte Frauen glaubte man noch bis ins 19. Jahrhundert. Im Mittelalter wurde es nicht besser. In Kombination mit den strengen kirchlich-religiösen Weltbildern wurden Frauen weniger als Patientinnen, sondern oft als Ursache von sich ausbreitenden Krankheiten betrachtet. Aufgrund der Vorstellungen von Unreinheit und Sünde in Bezug auf Eva und ihren verbotenen Apfel wuchs das Misstrauen gegenüber Frauen in der Gesellschaft. Sobald eine Frau gebildet war und etwas von Heilkunde verstand, war sie vom Teufel besessen. Die Periode der Frau war ja sowieso etwas Dämonisches. So wurden dann in Krisenzeiten nach der Pestepidemie vom Mob ca. 200.000 Menschen wegen Hexerei hingerichtet. 85% davon waren Frauen. Im 17. Jahrhundert war die Diagnose Hysterie für alle Beschwerden von Frauen im Trend. Atembeschwerden, Schwindel, Muskelkrämpfe, alles wurde auf die Psyche reduziert und die Frau mit ihren Leiden als hysterisch abgestempelt. Das Wort Hysterie kommt übrigens vom altgriechischen Wort für Gebärmütter Hystera. Wenn man sich jetzt fragt, haben sich die Frauen gar nicht gewehrt? Doch, natürlich. Es gab in der Geschichte immer wieder Versuche, aber entweder durften Frauen nicht als Ärztinnen praktizieren und erhielten vor Gericht ein Berufsverbot, oder sie bekamen strukturell keinen Zugang zu Bildung. Frauen wurden systematisch unterdrückt, in sämtlichen Bereichen des Lebens. In einigen Teilen der Welt ist es heute leider immer noch so. Dieses Muster, Medizin wurde von Männern, an Männern, für Männer gemacht, setzte sich durch. Frauenkörper galten auch später noch als zu komplex oder zu wechselhaft, um sie wissenschaftlich zu untersuchen. Frauen ließ man lieber außer vor, sowohl in der medizinischen Lehre als auch als Forschende und Teilnehmerinnen klinischer Studien. Teils aus angeblichen Schutzgründen wegen potenzieller Schwangerschaften oder weil hormonelle Schwankungen die Studienergebnisse verfälschen könnten und viel zu kompliziert seien. Aber was bedeutet das heute für unsere Gesundheit? Eine ganze Menge. Erstens, Medikamente und Therapien wurden primär an männlichen Probanden getestet und dann einfach auf Frauen übertragen, obwohl diese geschlechtsspezifisch anders wirken und sogar gefährliche Nebenwirkungen haben können. Frauen bekamen dieselbe Dosis wie Männer. Im schlimmsten Fall endete das tödlich. Ein Beispiel ist das Beruhigungsmittel Thalidomid bzw. Contergan. Als ungefährlich beworben, führte es bei Schwangeren
zu schweren Fehlbildungen bei Neugeborenen. Manche Antidepressiva würden in der gleichen Dosierung das Leben der Frau verkürzen, aber nicht des Mannes, weil die Wirkstoffe bei Frauen und bei Personen mit 2X-Geschlechtschromosomen sowie unter Einfluss des weiblichen Zyklus anders verarbeitet werden. Zweitens, Falschdiagnosen und verspätete Behandlungen. Frauen haben je nach Krankheitsbild oft unspezifischere Symptome. Herzinfarkte äußern sich zum Beispiel nicht durch ein Stechen in der Brust, das in den linken Arm ausstrahlt, sondern durch Symptome wie Übelkeit, Müdigkeit oder Rückenschmerzen und werden deshalb häufiger falsch diagnostiziert und zu spät behandelt. Aus diesem Grund kamen Frauen im Durchschnitt etwa 2 Stunden später in die Notaufnahme und ihr Risiko, an einem Infarkt zu sterben, ist deutlich höher. Herzkrankheiten sind die häufigste Todesursache bei Frauen. Diese Problematik betrifft auch die mentale Gesundheit und Neurodivergenzen. Die Diagnosekriterien für ADHS oder Autismus basieren auf männlichen Symptomen, weshalb diese Krankheiten bei vielen Frauen erst im Erwachsenenalter erkannt werden. Frauen haben also teilweise einen längeren Leidensweg. Drittens, Sicherheit und Erste Hilfe. Ebenso in diesen Feldern orientierte man sich am männlichen Körper. Trainingspuppen zur Wiederbelebung im Erste-Hilfe-Kurs sind meist anatomisch männlich. So werden Frauen seltener richtig reanimiert, unter anderem auch, weil Ersthelfer Berührungsängste mit der weiblichen Brust haben. Es scheint fast, als bestehe mehr Sorge vor späteren Vorwürfen der sexuellen Belästigung, als dass eine Frau ihr Leben verliert. Crash-Dummies zur Prüfung der Sicherheit von zum Beispiel Autogurten basieren auch auf Anatomie und Körpergewicht von Männern. Frauen haben ein höheres Verletzungsrisiko bei Autounfällen. Viertens, Medical Gaslighting. Frauen sind überproportional von Medical Gaslighting betroffen. Symptome werden von medizinischem Fachpersonal nicht ernst genommen, bagatellisiert, heruntergespielt oder gar als psychosomatisch abgetan. Frauen mit Anzeichen einer Herzschwäche oder Schmerzen im Brustbereich bekommen übrigens 2-mal häufiger die Diagnose einer mentalen Krankheit als Männer. Fünftens, Frauenkrankheiten. Das Wissensdefizit führte unter anderem dazu, dass heute teils schmerzhafte und gefährliche Krankheitsbilder, die insbesondere Frauen betreffen, untererforscht sind. Endometriose, Adenomiose, Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto, Sinustachykardien oder Themen wie Wechseljahresbeschwerden. Sechstens, Data Gap. Geschlechterbezogene Ungleichheiten von Daten haben auch Folgen für neueste medizinische Geräte und Algorithmen. Beispielsweise hat sich künstliche Intelligenz, die Lungenkrebs diagnostizieren soll, in Tests bei Männern als genauer erwiesen als bei Frauen, weil die Datenbasis männlich dominiert war. Siebtens, ungenutzte Potenziale. Wusstet ihr, dass Menstruationsblut ein unterschätztes Potenzial birgt? Daraus lassen sich tatsächlich Stammzellen gewinnen, die zum Beispiel für die Wundheilung oder die Reparatur bzw. den Ersatz von beschädigtem Gewebe eingesetzt werden könnten. Zudem enthält es eine Vielzahl an Biomarkern, die wertvolle langfristige Informationen über den Gesundheitszustand und über Vorgänge im Körper liefern könnten. Stellt euch mal vor, wie weit wir vielleicht schon im Bereich Gesundheit wären, wenn Periodenblut nicht jahrhundertelang als unrein angesehen worden wäre. Selbst heute wird Menstruationsblut trotz des Potenzials kaum in der Forschung genutzt. Dies liegt an gesellschaftlichen Tabus, mangelnder Finanzierung und allgemeinem Desinteresse an frauenspezifischen Gesundheitsfragen. In der Infokarte ist eine spannende Dokumentation von Arte zu dem Thema verlinkt. Große Empfehlung. Die Forscherin erzählt darin zum Beispiel, dass ihre männlichen Kollegen ihre Arbeit als eklig empfinden, selbst aber Fäkalien analysieren. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. In den letzten Jahrzehnten hat sich zumindest einiges getan. Die Gendermedizin ist ein wachsendes Feld. Es gibt politische Bestrebungen, die Ungleichheiten in der Förderung zu adressieren. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert geschlechtersensible Forschung, um die medizinische Versorgung für alle zu verbessern. Frauen sind heute in der Forschung und zum Teil in Entscheidungspositionen vertreten. Seit 2005 gibt es in der Europäischen Union Regelungen, die verlangen, dass Medikamente in klinischen Studien auch an weiblichen Probandinnen getestet werden müssen. Das Geschlechterverhältnis stimmt trotzdem nicht immer.
Bis heute findet sich auch wenig in den Archiven zur Frauenmedizin. Medizinische Standardwerke zeigten schon immer Männer und wenn Frauen vorkommen, dann nur in Bezug zur Fortpflanzung. Ich persönlich finde es sehr schockierend, dass es Studien zu so irrelevanten und fast schon verhöhnenden Themen gibt. Zum Beispiel einer Studie, die den Zusammenhang zwischen Endometriose und äußerlicher Attraktivität untersuchte. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel eine Geburt schmerzfrei und weniger lebensgefährlich und folgenreich zu gestalten, findet man natürlich nichts. Denn das Weib darf ja ruhig leiden. Der Gender Health Gap ist kein neues Phänomen, sondern das Ergebnis jahrhundertelanger struktureller Benachteiligung von Frauen in der Medizin. Historisch gewachsene Ausschlüsse, stereotypische Vorstellungen über den weiblichen Körper und mangelnde geschlechtsspezifische Daten haben dazu geführt, dass Frauen auch heute noch unterversorgt sind. Es ist von großer Wichtigkeit, über dieses Thema zu sprechen und darüber aufzuklären. Das alles bedeutet jetzt aber nicht, dass Männer automatisch bevorzugt werden und keine Lücken erleben würden. Es gibt viele Krankheitsbilder, wie zum Beispiel den Spontanpneumothorax, die überwiegend Männer betreffen, teils schlimme Leidenswege verursachen und trotzdem kaum erforscht werden. Manchmal sind Männer auch Opfer von Fehldiagnosen, zum Beispiel bei der Krankheit Osteoporose, die häufiger bei Frauen auftritt. Der Gender Health Gap zeigt nicht nur ein Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern, sondern auch, wie selektiv die medizinische Forschung ist. Abhängig vom Geschlecht, vom Alter, von der Häufigkeit und leider auch oft von gesellschaftlicher Aufmerksamkeit. Das Problem ist kein Kampf der Geschlechter, sondern eine Frage der Sichtbarkeit, Relevanz und Prioritätensetzung, die sich in Zukunft an den realen Bedürfnissen aller Menschen orientieren sollte. Die Medizin muss Männer und Frauen gleichwertig untersuchen und Wissenslücken schnellstmöglich nachholen. Heißt, geschlechterrepräsentative Untersuchungen und geschlechtsbezogene Auswertungen. Davon profitieren Frauen und Männer. Ein stärkerer Fokus auf die Gendermedizin kann die Behandlung und Forschung für alle Geschlechter verbessern.